So, hier möchte ich jetzt eine Variante vorstellen, wenn man eine Halbkugel hat. Also man kann auch eine halbe Styroporkugel haben, das ist völlig egal. Ein bisschen Stoff reinlegen oder Zeitung und dann Modellierton reinpressen. So wie ich das jetzt hier zeige, da sieht man das Stückchen für Stückchen. Das muss man nicht in der Platte ausrollen oder so, kann man alles Stück für Stück. Das kann man mit Resten wunderbar modellieren. Reinsetzen, andrücken. Die Gipsform ist halt toll, weil die den Ton anzieht, die Feuchtigkeit, und die kann man in kürzester Zeit weiterverarbeiten. Was beim Flüssigton natürlich nicht so geht. Und wenn man jetzt 'ne Styropor-Untergrund hat, geht's auch nicht so schnell. Das ist mit der jetzt halt ideal. Ihr seht, das ist die gleiche, wie ich schon mal ein Schweinchen gemacht habe, und ist eine Rosenkugel. Und die habe ich jetzt genommen mit Modellierton. Da kann man das alles 'n bisschen anders arbeiten. Das sieht man jetzt hier. Genau, ich verstreiche das alles. Was wichtig ist dabei, dass das, wenn das trocknet, nicht über den Rand steht. Das ist ganz wichtig, weil sonst reißt es. Deswegen schneide ich den überstehenden Rand immer weg oder drücke ihn mit dem Finger weg, das ist egal. Hier sieht man es, ich nehme so 'n Teigschaber, ne, wie man in der Küche verwendet, kann man da wunderbar, und dann geht die Form auch nicht kaputt. Das dauert jetzt vielleicht, 10, 20 Minuten, dann kann man die da schon rausnehmen. Ja, und dann kann ich die weiterverarbeiten. Jetzt mache ich da ein halbes Schweinchen sozusagen. Also, ich mache da jetzt kein Vollgussschweinchen, sondern mache da nur ein halbes. Habe da schon 'ne Schnauze ran modelliert. Vergessen zu filmen, wie das manchmal so ist. An alles muss man immer denken. Und jetzt mache ich das aber ganz anders, muss hier unten zu sein. Also brauche ich noch eine Platte, die rolle ich jetzt aus und da setze ich diese Halbkugel drauf. Und damit das dann dennoch ein lustiges Schweinchen wird, zeige ich gleich, wie ich das mache. Das ist dann, damit man die Beine dann noch sieht. Aber jetzt wird es erst mal alles, wie man das kennt, klassisch. Ich ritze das an mit 'ner Gabel, die Ränder, verschlickere die dann ordentlich und setze die da drauf. Das wird dann alles schön miteinander verbunden, möglichst mit Wasser. Reicht eigentlich Wasser, weil das Schwein muss nicht dicht sein, also nicht so dicht sein, dass man an Geld rankommt, aber es muss jetzt nicht wasserdicht sein oder so. Das ist jetzt eigentlich so schlimm, wenn da jetzt rein was noch 'ne Ritze wäre. Aber es reicht, wenn man da feuchtes Wasser ranmacht, das draufsetzt. Jetzt schneide ich, da seht ihr das, wie ich mit das Messer einfach ringsrum ein paar Beinchen, als ob es so aussieht, als ob es auf alle Viere von sich streckt und liegt und faul und sich freut. So soll es auch wirken, dieses Schweinchen. Und damit man einfach nur 'ne Basis hat. Unten kann man das jetzt schön miteinander verbinden. Das ist ja schon verbunden. Und die Beine, die mache ich jetzt natürlich 'n bisschen dicker. Da nehme ich jetzt Ton und 'n paar Bürstchen, mache das einfach nur dicker. Also, muss auch nicht hohl sein, weil so groß sind die nicht, die Beine, und müssen auch nicht sonderlich dick sein, nur einfach, damit sie stabil sind, dass man, wenn man dann hatte dieses Schweinchen, dass das nicht gleich durchbricht, diese Beine. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und die seht ihr wunderbar, kann man wunderbar sehen, ne? Die setze ich da einfach nur 'ne Tonplatte immer drauf, verbinde es wieder. Das viermal, dann sind die Beinchen dran. Ja, und wenn man die 4 Beinchen anmodelliert hat, dann fehlt natürlich noch ein kleines Schwänzchen und die Ohren, die habe ich dann noch rangemacht. Und ich wollte auch, was ganz Witziges machen, nicht ein Schlitz oben rein, sondern in das Maul dazu nutzen, einen Schlitz reinzumachen, dass halt das Geld frisst sozusagen. Aber ich habe etwas vergessen dabei, dass ich da ja dahinter noch 'ne Halbkugel habe, und das habe ich dann erst gesehen, als es trocken war. Also musste ich doch noch oben einen Ritz reinmachen, als es trocken war. Das passiert halt auch mir. An alles denkt man nicht. Dass das nur 'ne Halbkugel voll da vorne dran ist, da wäre nicht viel Geld zum Sparen gewesen. Ja, jetzt sieht man das. Jetzt habe ich ja so ganz, ich nehme immer wirklich so ganz 'ne kleine Kugel, 'ne Halbkugel, forme daraus ein Öhrchen, ein kleines, wie ein Dreieck, setze es an, verschmiere es, und das mache ich mit dem anderen auch so. Genau, jetzt ist es dran. Jetzt habe ich das da noch versucht, eine Schnauze da reinzuschneiden, aber ihr seht am Ende dann des Films, das sieht halt schön aus, ist ganz freundlich, aber es bringt nix, da fällt nix rein in die Schnauze. Und deswegen musste ich da oben noch eins reinsetzen. Da sieht man es, habe ich gut gemeint, das war aber nicht so, wie es werden sollte.
Also, wenn ihr dran denkt, 'ne Halbkugel müsst ihr dann noch mal durchstechen auf die andere Seite, dass das dann auch geht. So, und jetzt muss ich das ja abkriegen von der Platte und dann nimmt man wirklich diesen schönen Draht und zieht da einmal ganz flach rab, sonst geht das nämlich nicht, dann geht's kaputt. Und dann kann man unten noch ein Stöpsel reinmachen, trocknen, brennen, anmalen und dann sieht es am Ende so aus, wie es gleich zu sehen ist. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich zeige irgendwann noch mal ein anderes Schweinchen, was man voll modelliert. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.